Wir von Swiss Cleantech verstehen Cleantech vor allem als eine Querschnittsaufgabe der Wirtschaft. Am besten kann man das an einem Beispiel erklären, wie dem Beispiel, das ich hier mitgebracht habe. Das ist ein ganz normaler Plastikcontainer und Sie können sich vorstellen, wenn ich den jetzt fortschmeiße in die Landschaft raus, dann bleibt der jetzt dort 300 Jahre oder so liegen, bis er dann irgendwie zersetzt ist. Ganz anders wäre das, wenn man den gleichen Becher hier würde herstellen mit einem Biokunststoff. Einem Kunststoff, der sich eben dann schneller zersetzt, aber vom Nutzen her genau die gleichen Eigenschaften hat. Wenn wir jetzt eben die Innovation machen, solche Kunststoff herstellen und die den Kunden zur Verfügung stellen und jemand verkauft die Kunststoffbecher nachher, dann entsteht Cleantech. Weil der Konsument hat nachher genau das gleiche Produkt von dem, was er braucht, einfach mit sehr viel weniger Schaden in der Umwelt. Das ist das, was wir mit Cleantech vorantreiben wollen. Für mich gibt es zwei ganz wichtige Megatrends. Das eine ist das, wo man jetzt aktuell sehr viel darüber redet. Das ist die nachhaltige Energieversorgung. Da geht es darum, die Versorgung mit erneuerbaren Energien breit aufzustellen, uns zu lösen von den fossilen Energien. Das ist der eine Megatrend. Und der andere Megatrend, der aber sehr stark mit dem auch verbunden ist, das ist die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft heisst, dass wir Materialien im Kreis führen und durch das natürlich sehr viel weniger Schaden produzieren in der Umwelt. In der Region Zürich hat es sehr viele innovative Firmen mit einem Haufen guten Ideen. Zusätzlich zu diesen Firmen kommen natürlich die Hochschulen, die wir vor Ort haben. ETH Zürich zum Beispiel als weltbekannte Universität, Uni Zürich genauso. Daneben aber auch in der angewandten Forschung die Zürcher Hochschulen mit sehr viel Innovationspotenzial und sehr viel praktischen Möglichkeiten für Forschung. Und das gibt insgesamt natürlich so eine Atmosphäre, wo dann eben solche Gedanken und Ideen sich entwickeln können. Und das finden wir super. Swiss Cleantech, das ist der Verband von den Firmen, die sich dafür einsetzen wollen, dass die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen so sich verändern, dass eben Nachhaltigkeitswirtschaft profitabel wird und weniger Nachhaltigkeitswirtschaft teuer. Der schöne Nebeneffekt ist natürlich, wer bei uns Mitglied ist, hat eine gute Möglichkeit, sich zu vernetzen untereinander. Und da entstehen eben auch immer wieder neue Ideen, Kunden zu Anbietern und das generiert Cleantech.